Das ist Amerikas Sommerparfüm überhaupt. Ja, in Amerika die Teenager zu Spring Break und so weiter benutzen immer oder oft, sehr oft Azaro Chrom. Ja, das ist sehr beliebt in den USA. Immer noch ein bisschen, aber ich habe es noch mal wieder rausgeholt. Ich habe es auch schon seit ein paar Jahren und wir wollen mal reingucken, ob... Genau, das lassen wir jetzt liegen. Ob es denn immer noch richtig gut ist und funktioniert. Wir gehen rein. Mein Name ist Dennis, a.k.a. der den Deckel fallen lässt. Fragrance Dog aus Hamburg. Yes! Azaro Chrom. Ja, das ist dieses Schmuckstück. Ich hoffe, wie immer, dass der Fokus das nimmt. Ihr wisst, er macht es nicht immer. Ich werde es jetzt immer betonen, weil es könnte auch mal sein, dass er es nicht nimmt. Ja, er hat einfach mal Lust, mal nicht. Ein Chromduft, oder passt dieser Name Azaro Chrom? Also ganz ehrlich, der Sprüh ist übrigens gar nicht mal so verkehrt. Ihr bekommt sofort eine extreme Bergamotte in die Fresse, also in your face, ne? Dahinter gleich gesellt sich Ingwer. Das merkt ihr auch ein bisschen. Es ist eine sehr kühle, also das Wort Chrom, finde ich, passt perfekt. Es ist sehr kühl, glatt und ein bisschen, ich weiß aber nicht, Ingwer ist immer so schwer zu beschreiben, finde ich, für mich, weil es gibt auch süßen Ingwer. Ich rede jetzt nicht den kandierten Ingwer, den mit Zucker drauf, das meine ich nicht. Allgemein, Ingwer muss nicht immer scharf sein. Es ist immer verschieden. Ingwer ist, ja, was soll ich sagen, verschieden eben. Und dadurch, dass es aber ein bisschen säuerlich ist, nicht falsch verstehen, dadurch, dass die Grapefruit gleich hinten ran kommt, macht es den sehr kühl, säuerlich, frisch. Könnte man das so stehen lassen? Ich glaube, so kann ich das stehen lassen. Das macht ihn aber sehr interessant. Und man darf auch nicht vergessen, dass dieser Duft nicht so viel Geld kostet. Ich hoffe natürlich, es gibt ihn noch, aber es gibt natürlich eine Parfümerie online, über der ich vor kurzem erst ein Video gemacht habe, wo ihr auch alle gesagt habt, die ist 1A, die wird den bestimmt haben. Habe ich nicht geschaut, aber die hat gern mal die älteren Düfte, selbst die günstigen Düfte, die früher eingestellt worden sind, die restlichen Bestände haben die auf jeden Fall noch. Ja, aber ich glaube, den gibt's, glaube ich, noch. Ich hoffe natürlich, dass er sich auch nicht verändert hat. Ich spreche hier von einem, also da, ich habe den schon ein paar Jahre hier rumstehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den groß geändert haben. Dann gesellt sich auf jeden Fall Moschus noch hinzu. Also wenn ihr Moschus-Fans seid, passt es auch, aber nicht so, sorry, ich muss das immer so erwähnen und betonen oder den Vergleich ziehen. Kein Moschus wie Ordo Parisi. Gut, nicht jeder kennt Ordo Parisi Düfte, aber ich finde Ordo Parisi ist so ein typischer, sag ich mal, ja, die Nummer 1, was Moschus angeht, finde ich. Ne? Natürlich nach seinen anderen Sachen, die dazukommen, aber ich finde, er macht es schon sehr, sehr, sehr Moschus-lastig. Ne? Und ja, das ist Ordo Parisi. So natürlich nicht. Es ist ein bisschen, also es hält sich hinten im Hintergrund. Also ich rieche nicht so viel Moschus, wirklich nur im Background. Dann gesellt sich noch Anis hinzu. Das merke ich allerdings, aber nicht dieses Lakritz-Anis, was ihr so kennt. So ein bisschen, vielleicht macht es das ein minimal süßer im Background, aber das war's dann auch. Also es ist jetzt kein so Anis, finde ich, riecht ab und zu auch mal so ein Lakritz und so, dieses was dabei rauskommt. Und ich finde ihn wirklich für einen günstigen, das ist wirklich ein günstiger Duft. Ich hoffe, dass er jedenfalls noch günstig ist. Sommerduft, der wirklich passt. Und dass die Amis den benutzen, die Teenager oder auch nicht nur Teenager, überhaupt und beim Spring Break oder wie das da heißt, da gab es vor paar Jahren, wo ich den auch vorgestellt habe, wo ich den auch gekauft habe, da war das ganz extrem. Ich glaube, jeder Zweite hat den dort getragen. Und na klar, ist klar, es ist, wenn es heiß ist und dann dieser Duft, es ist perfekt. So, riecht auch wie so metallisch frisch, Chrom eben, ne? Und Moschus, Amber ist auch noch drin, denn frische Wäsche würde ich fast gar nicht sagen, oder? Würde ich frische Wäsche? Nee, ja, vielleicht, ja doch, vielleicht könnte man das so wie so ein Waschmittel ein bisschen betrachten auch, was einem am Strand und ja, es kommt einfach sehr, sehr gut an. Es ist nicht ein perfekter Strandduft, das nicht, also dass er wirklich nach
Urlaub, Sonne riecht, finde ich jetzt nicht, aber er kühlt eben ab. Und die sehr extreme Frische, wie Waschmittel oder nachher, wenn ihr das auf ein T-Shirt riecht, wenn euer T-Shirt frisch gewaschen ist oder euer Bett, whatever, beziehungsweise Bettbezug, so ein Feeling müsst ihr rüberbringen. Es ist nicht ganz so einfach, diesen Duft, obwohl es eigentlich ein günstiger Duft ist und kein komplexer Duft, ist er gar nicht so einfach zu beschreiben. Ich finde, dass er auch sehr, ja, wie soll ich sagen, speziell ist, was frische Düfte angeht. Yes. Meines Erachtens. Und dementsprechend kann man das fast so stehen lassen. Ja, also es gibt kein, wie soll ich sagen, Merkmal, spezielles Merkmal, vielleicht was ist da muss noch irgendwie, da war die Flechte, was auch immer da bin ich raus, Flechte ist da auch noch drin, vielleicht macht es die DNA ist sehr unique, würde ich sagen, fast, ja, einzig ist ja unique, kann man das sagen bei so einem Duft, bei einem günstigen Duft, ja, ne? Weil zu der Zeit, für die Leute, die jetzt meinen, ja, da kenne ich noch so einen Duft, nein, zu der Zeit, wo der rauskam, wo das noch nicht so der Hype hier alles war mit Parfüm. Wie gesagt, da habe ich ihn schon vorgestellt. Das war sehr unique. Und ich finde auch, schreibt mir gerne in die Kommentare bitte, was ihr dazu meint. Ich finde ihn immer noch eigentlich, was diese Art DNA angeht, sehr auch unique. Es bleibt eigentlich so. Finde ich eigentlich hat eigentlich keiner groß nachgemacht. Also ich müsste lügen, müsste tauschen. Genau, ich glaube schon. Dog, ey. Ich müsste lügen, ich müsste tauschen. Was soll das? Egal, ne? Oder? Nein, natürlich nicht tauschen. Nur wenn ihr den nicht mögt, dann könnt ihr den auch natürlich tauschen. So, jetzt kommen wir zur Haltbarkeit. Und die ist natürlich, ja, also ist natürlich zwischen 4 und 6 Stunden, könnte ich mal so sagen. Es ist nicht stark, deswegen, das interessiert aber da in Amerika keinen. Und es hat uns auch hier in Deutschland keinen interessiert. Und wir kommen auch langsam wieder dorthin, wo es ein bisschen abfällt und von der Haltbarkeit nicht mehr so viel gelabert wird, was ich ganz gut finde. Und es wird auch grundsätzlich, also das, was ich so immer, natürlich mit Ausnahmen, werden aktuell nicht mehr so viele Düfte extrem potent kreiert. Also Beast Mode findet man nur noch selten. Ich finde Beast Mode gut, aber nicht jeder mag das und dementsprechend, ja, aber vielleicht ist es auch einfach, um das schnell zu machen und ja, nicht so viel reinzustecken, aber Hauptsache viel Geld zu machen. Das kann natürlich auch sein. Aber bei frischen Düften müsst ihr eben aufpassen, außer bei den Duft, den ich gestern vorgestellt habe, den Ubuntu von Florian Petit, der ist sehr, sehr stark. Das ist ein Sommerduft, der extrem stark ist. Und ja, aber Azarochrom kann man machen. Und die Sillage ist auf jeden Fall die erste 1,5 Stunden, sagen wir mal so, schon präsent. Natürlich gibt es auch Nasen, ihr bekommt auch nach 6, 7 Stunden, dass einer sagt, das riecht aber gut irgendwie. Na, das gibt's auch, aber es gibt eben auch Leute, die den nicht wahrnehmen. Ihr selber könnt das auch sein. Und ja, jetzt ist der Deckel runtergefahren, das lassen wir so stehen. Und ja, so ein Viereckdeckel. Und ja, ist auf jeden Fall. Ich gehe mal kurz auf Tauschstation. So sieht der Deckel aus. Wollen wir das mal hier richtig machen. Ne? Ja, und dementsprechend ja, könnt ihr den mal unter die Lupe nehmen oder unter euren Riechkolben. Ihr könnt den natürlich nirgendwo, müsst ihr lügen, wenn es den noch gibt. Der wird nirgendwo stehen. Ihr müsst ihn schon blind bestellen. Und ja, müsst ihr mal im Internet gucken. Ich finde Azarochrom, den habe ich jetzt mal rausgeholt. Ich habe den nach dem Duschen oder wenn ich auf der Couch dann sitze, bei der WM zum Beispiel, kann man, weil wenn es warm ist, trotzdem immer noch, kann man den sehr, sehr gut tragen. Also Freunde, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Folgt mir, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dementsprechend bin ich raus und bis zum nächsten Mal. Grüße gehen raus an euch alle und an meine Mitglieder. Bis zum nächsten Mal.